Wer auf diese Worte hört, kann sich glücklich schätzen. Denn die anderen haben schon alles verpasst. Jeden Tag werden Millionen von Menschen manipuliert und gelenkt, ohne es zu merken. Aber nur wenige haben den Mut zu lernen, wie das Spiel gespielt wird. Du stehst an einer Schwelle. Entweder du entwickelst deine mentale Stärke, oder du bleibst ein Spielball im Spiel eines anderen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Sie wollen die Manipulationstechniken, die ich Ihnen beibringen werde, nicht verpassen. Wenn Sie es abonniert haben und es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns beginnen. Seien Sie sich bewusst, dass das, wonach Sie suchen, keine gewöhnliche Leistung ist. Sie wollen in der Lage sein, das Verhalten von Menschen vorherzusagen, Ereignisse zu manipulieren und die Freiheit haben, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dieser Wunsch hebt Sie von den meisten Menschen ab. Denn während die meisten Menschen sich für ein bequemes Leben entscheiden, sind sie bereit, in ihre Zukunft zu investieren und dafür ihre Gegenwart zu opfern. Deshalb freue ich mich, Sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen. In diesem Artikel erzähle ich Ihnen, wie Johann Liebert zu einem effektiven Manipulator wurde. Eines möchte ich jedoch gleich zu Beginn klarstellen. Diese Informationen sind nicht für böswillige Zwecke gedacht. Sie sollten sie nutzen, um Menschen zu manipulieren. Die wahre Macht liegt nicht darin, andere zu kontrollieren, sondern darin, sie in die richtige Richtung zu lenken. Was war Ihrer Meinung nach das Beeindruckendste an Johann? Unser Ausgangspunkt: das Erscheinungsbild. Es mag wie ein Klischee klingen, aber Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die körperlich gesund, aufmerksam und beruhigend sind, von ihrem Umfeld eher akzeptiert werden. Und man schätzt sie sogar als intelligenter ein. Das ist alles eine Frage der Wahrnehmung. Das ist es, was die Menschen denken, auch wenn es in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Würden Sie das nicht gerne zu Ihrem Vorteil nutzen? Sie müssen Ihr Äußeres nicht verändern, aber es wäre ein Bereich, über den Sie nachdenken sollten. Erinnern Sie sich an Johann, seine körperliche Attraktivität machte seine Einschüchterung noch effektiver. Ich werde Ihnen einige großartige Techniken wie diese verraten, machen Sie einfach weiter. Die Wahl der Kleidung ist ebenso entscheidend. Ich sage nicht, dass Sie formelle Kleidung tragen sollen, aber der Stil, den Sie wählen, sendet unterschwellige Botschaften über Sie. Aufmerksamkeit erregen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Meistern Sie dieses Paradoxon. Wenn die Leute Sie sehen, sollten Sie ihnen vertrauen und sich gleichzeitig wundern. Denn die wirkliche Wirkung beginnt, wenn Sie Neugierde wecken. Aber das Äußere ist nur eine Tür. Es kommt auf Ihre Fähigkeit an, Menschen zu lesen. Wenn Sie echtes Interesse an ihnen zeigen, beginnen Sie, sich ihnen zu öffnen. Sie teilen mit ihnen ihre emotionalen Wunden, ihre Unzulänglichkeiten, ihre unterdrückten Ängste. Hier kommt Ihre wahre Macht ins Spiel. Zu wissen, in welchen Momenten Menschen verletzlich werden und in welchen Bereichen sie sich unzulänglich fühlen, ist ein Wegweiser für Sie. Diejenigen, die sich dieses Video gerade ansehen, werden Zeuge eines Wissens, das die Mehrheit nicht kennt. Aber hier muss man ehrlich sein. Wenn du jemanden nur zu deinem eigenen Vorteil benutzen willst, spürt er das. Und sie werden sich wehren. Deshalb müssen Sie sehr gut einschätzen können, wann Sie eingreifen und wann Sie sich zurückhalten sollten. Einfühlungsvermögen ist hier Ihre größte Waffe. Wenn Sie Verständnis zeigen, werden Sie sie nicht verlassen. An dieser Stelle möchte ich einen sehr wichtigen Grundsatz erwähnen. Um zu empfangen, müssen Sie zuerst geben. Wenn Menschen etwas bekommen, bauen sie im Gegenzug eine Bindung auf. Sie sehen sie nicht mehr als jemanden, der nur etwas bekommen will, sondern sie beginnen sie zu schätzen. Auf diese Weise werden ihre Beziehungen zu einer Beziehung der Abhängigkeit und nicht zu einer Beziehung des Interesses. Wenn man eine Person beeinflussen will, muss man ihr soziales Umfeld verstehen und sie, wenn nötig, davon trennen. Johann tat dies auf geschickte Weise. Er trat in das Leben einer Person ein, gewann zunächst ihr Vertrauen und schwächte dann langsam ihre Bindungen zu anderen Menschen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig mit dieser Person. Säte er die Saat der Skepsis und isolierte dann die Zielperson, indem er sagte: Es gibt nur dich und mich. Auf diese Weise verwandelte sich die Bindung, die er aufgebaut hatte, in eine fast zwanghafte Loyalität. Was hat diese Gedanken in Ihnen ausgelöst? Sie können diese Methode auch im Alltag beobachten.
Wenn zum Beispiel eine Person versucht, einen engen Freund von seiner Familie oder anderen Freunden zu entfremden, ist diese Person entweder extrem besitzergreifend oder will dich kontrollieren. Manipulation findet manchmal in der Liebe, manchmal in der Freundschaft statt. Aber im Kern geht es immer um die gleiche Strategie: Isolation und Bindung. Eine weitere wichtige Taktik ist das Geheimnisvolle. Eine der wirksamsten Methoden, um Menschen an sich zu binden, besteht darin, sich nicht völlig zu öffnen. Geben Sie ihnen kleine, aber bemerkenswerte Informationen über sie. Was sie tun und was sie denken, ist nicht immer klar. Lassen Sie ihre eigenen Grenzen überschreiten, während Sie versuchen, sie kennenzulernen. Versuchen Sie, jeden Tag eine andere Seite von sich zu zeigen. An einem Tag bist du ein Intellektueller, der ein Buch liest, an einem anderen Tag ein ganz normaler Mensch, der auf der Straße Körbe wirft. Wenn die Leute dich nicht in eine bestimmte Schublade stecken können, werden sie versuchen, mehr mit dir in Kontakt zu kommen, um dich nicht zu verlieren. Aber seien Sie vorsichtig. Falsche Intimität verwandelt sich schnell in Manipulation. Wenn Sie dies tun, ohne sich wirklich einzufühlen, verletzen Sie sich selbst und die andere Person. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel von mir selbst geben. Ich habe während meiner Studienzeit eine Studie über Verhaltensänderungen durchgeführt. Ich habe einige Studenten zu verschiedenen sozialen Aktivitäten geleitet und sie einige Monate lang beobachtet. Das Ergebnis war sehr eindeutig. Menschen verändern sich durch ihr Verhalten. Gewohnheiten prägen den Charakter. Also ja, die Persönlichkeit kann verändert werden. Aber es braucht Zeit, Wiederholungen und Motivation. Ich habe diese kleine Information mit Ihnen geteilt, weil auch Sie eine Geschichte haben sollten. Sie müssen kleine Geheimnisse, Erfolge oder Schmerzen haben, für die sich die Leute interessieren werden. Das passt zu Sun Tzus Strategie. Der beste Sieg wird ohne Kampf errungen. Hier ist die Angst keine physische Bedrohung, sondern ein Mittel zur psychologischen Überlegenheit. Im Wesentlichen treibt die Intoleranz des Menschen gegenüber dem Unkontrollierbaren ihn dazu, sich dem scheinbar Mächtigen zu unterwerfen. Wenn all dies mit Wissen kombiniert wird, entsteht eine sehr mächtige Struktur. Investieren Sie in sich selbst. Lesen Sie Bücher, beobachten Sie, analysieren Sie Menschen. Denken Sie daran, dass jeder gewinnen will, aber nur wenige bereit sind, den Preis für den Sieg zu zahlen. Wenn Sie zu dieser Minderheit gehören, können Sie dieses Wissen grenzenlos einsetzen. Das ist Machtanalyse. Das ist der Weg von Johann. Aber es ist auch Ihre Reise zur Entdeckung Ihrer eigenen Macht. Vergessen Sie nicht, die Seite zu abonnieren und zu liken, um mehr zu erfahren.